3, 2, 1. The land is departing. Yes, they're on their way. So RT has transported Dr. Krauter. Affirmative. It's in the lander. However, the robot didn't find him in the tent. How's that? Was? The doctor was already some distance from the camp. I think he was following you, Yasna. Sir, why didn't you say anything? The Androbot located him quickly enough, and I thought it was pointless to worry you. Der ist uns gefolgt. He's safe now. Der ist uns gefolgt? Der Typ aus dem Zelt vorhin, der ist uns gefolgt? Oh, die Strukturen hier hätten wir gesehen. Von unten. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Yasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Der Geist leitet uns. Ich glaube, der ist nicht uns gefolgt, oder? Weil wir folgen diesem hier. Oh, wir folgen diesem hier. The structures undergo noticeable changes here. If it keeps growing at this rate, I don't know what I'll find at the end. What kind of growth are you talking about, Doctor? Depth, width, complexity level? In every aspect. Interesting. Do you think these veins lead somewhere? To something? I'm leaning more and more towards that conclusion. But I can't tell what we might expect at the end. If it ends at all. Wait. Koval noted down the parameters. Ob wir absichtlich hier zu dem Planeten geflogen sind? Ob das von Anfang an geplant war? Punkt 5. Okay, warte mal. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Okay. Erstens. Die Strukturen verzweigen sich im Untergrund. Gronkh überprüft den rechten Ausläufer. Zweitens. Riesige vertikale Struktur. Sie ragt über die Oberfläche. Das ist bei uns vorne. Drittens. Wassertank. Unterirdische Strukturen. Viertens. Die bislang größte. 150 Meter im Berg. Markiert. Fünftens. Von Punkt 4 aus sichtbar. Azimuth 53. Entfernung 200. Meint euch der deutsche Glasfaserausbau? Nee. Da hätten Leute viel Geld zahlen müssen, damit die Telekom sparen kann. Okay, ich gehe hier mal weiter. I know I'm in a hurry, but I should check this place first. Ich bleib mal lieber ein bisschen. Ich habe gerade überlegt, wir sollten uns erstmal umschauen hier. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, die ich gerade selber hatte. So, jetzt können wir da drüben gucken. Okay, warte. Was ist das denn? Was ist das? Schwarze Büsche. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's going to be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Okay. Calculations. Wir warten mal kurz. Boah, geil. Ja, sieht schon nice aus hier. Aber ich habe das Gefühl, wir haben nur ein 12-Stunden-Limit, ne? Glaube ich. Insgesamt. Da ist sie. Genau, na komm, Luna. Was hast du rausgefunden? Hi, Erzähl's Luna. uns. Oh, hi. Lead the way. Miau. I must say, it's a clever device, this probe of ours. It cannot fly for this long.
Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. I don't know. For me, it's only a matter of time before machines surpass their creators. The only question is when. Hubex, Dankeschön. Lieber Hubex, vielen Dank für die Subs. Dankeschön. Dankeschön. Gefall ich dir gut? Warte, wir folgen mal. Wir können auch nur den Weg gehen. Wir können nirgendwo links und rechts oder so. Die Drohne zeigt uns den Weg, wir folgen. Mehr Möglichkeiten gibt es ja sowieso nicht. Kluft. Oh, we have a problem. Something serious? Huh. Maybe it's true that machines will surpass us. But not today. The route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for physical change. Boah, die Gespräche sind schon deep. Have you started to fear for your position? Discussion. Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? Die Menschen werden an Fähigkeiten gewinnen, die Maschinen werden ihre Rechte bekommen, Roboter werden anfangen, Roboter zu erschaffen. Well, if we assume that they'll surpass us, things will get complicated. Because in order to program a brain with computing power equal to that of a human, you need a brain with computing power higher than that of a human. Ergo, a man cannot make a machine smarter than a man. Then who else would design it? Self-learning algorithms? Some spontaneous process? Voll geil. Or pure chaos? Something inhuman, that's for sure. Shh, Astrogator. Mann, Can you hear that? das Gespräch war so gut, warum unterbricht das? What's the point? Nothing. Silence. We're talking about robots and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. Oh, ich finde die Gespräche in dem Spiel super geil, weil das einfach so super deep ist. Ah, das ist schon cool. Ich könnte einfach nur zuhören. Hier rumlaufen, zuhören. Ich meine, mehr müssen wir eh nicht machen, groß, ne? Atmosphäre ist super. Okay. Wie der Talk immer in den Streams. Wir hatten auch schon so einen Talks, klar. Das hatten wir wirklich. Unvergessen der Bergabbau-Stream bei Minecraft. Oh. Oh, geil. Und jetzt hier mit einer Arschbombe rein. Sehr deep. Ja, das geht dann auch deep. Also die Arschbombe geht auf jeden Fall deep rein. Ich glaube immer noch in die Gronkh-Klon-Geschichte. Ja, aber ein Klon von mir wäre ja nicht mehr ich. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Das haben wir schon mal gehört. Hier sind diese komischen schwarzen Büsche. Hier ist also was gewachsen, aber die Frage ist, sind die Büsche biologisch? Sind sie nicht, offenbar. Okay, krass. These bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. Aber sag doch mal,
was du auf dem Scanner siehst, Mann. Hier haben die keine Dichte. Ach so. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. They grow out of cracks in the bare rock. They're high, more or less, from 1 to several meters. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some function, purpose? Die sondern irgendwas ab. Verteidigungssystem, Energiegewinnung, koloniales System. Es sieht nicht aus wie Energiegewinnung, aber die wachsen ja auch nicht in Richtung, oder? Wachsen die in Richtung der Sonne? Ich weiß es nicht genau. Verteidigung weiß ich nicht. Sieht das aus wie ein Verteidigungssystem? Nicht wirklich. Ich würde sagen, ich glaube auch kolonial, weil die halt diese Sporen verschicken. Weißt du, was ich meine? Also hier fliegen die ganze Zeit Sporen weg. Ich glaube eher das. Dann würde ich sagen koloniales System, damit die sich verbreiten halt, wie so ein Löwenzahn. Staying on the topic of biological analogies, these bushes remind me of corals in a purely visual category because they're far from marine organisms. So I would guess that these are colonial structures, perhaps rock-forming ones. However, their main structure has nothing to do with corals. No noticeable mesenchymal tissues, no nidocyst, matocyst, or spirocyst. No visible oral discs. Yeah, all right, Doctor. I didn't ask for a marine biology lecture. Okay. Aber mir fehlen hier wichtige Informationen, weil wie das hier auf dem Metalldetektor aussieht. Und das mit den Sporen fehlt mir auch ein bisschen an Beschreibung. Warum wir darauf nicht hinweisen, ist mir ein Rätsel. Ich bin unzufrieden. Und manche wachsen... Guck mal, es sieht so aus, als würden die aus den metallischen Strukturen wachsen. Oder sich davon ernähren. Aber nicht bei allen. Oder man sieht den Connect nicht. Ich weiß nicht. Okay, ein Tunnel. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Please continue the search. We have to find him. Ich bin auch gar nicht drin. That's the unwritten rule, isn't it? Under no circumstances do we leave anyone behind. That's right, Doctor. You can lose everything else, but you have to have the crew on board. The living and the dead. This is one of the most crucial imperatives, even though it's not in the regulations. Okay. Wir gehen rein. Die Lebenden und die Toten. Ich würde gerne zu ersteren gehören, wenn wir zurückkommen, aber ich kann es bei diesem Spiel nicht versprechen. Kann sein, dass wir eventuell abnübbeln. Oder den Verstand verlieren. Warte. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Ist das eine gute Idee, sich hier durchzu... Ich habe offenbar kein Mitspracherecht. Oh, 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 oh. Altitude 24,000. Speed 250. Unsere Landung auf dem Planeten. Seconds till touchdown. Everything's looking good. Over? Roger that.
systems work? Altitude 5,000. Ignition 10%. I record data dropout, but otherwise still looking good. Entering final descent. Copy. Entering final. Ah, das ist sehr, sehr wild. Puh. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good? Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. So, Rucksack raus. Und wir schließen bald mit der Nacherzählung an. Daran, wo die Story angefangen hat. I'm going outside. Visibility? 100%. The dust has already settled. So, da ist der Buggy. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to... Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew doctor. Right. Okay, und wir wussten es offenbar nicht. Oder wir haben es vergessen. So, was soll verbrannte I'm inside. And? How is it? Puh. Even if they wanted to, they couldn't go back to Dragonfly. Their lander looks damaged, to put it mildly. Or more accurately, it seems like a storm has passed through it. Understood. I mean, I don't understand how it happened. But that means... Hopper is the only vehicle that can take us home. Affirmative. Right. Well, then we can't afford another mistake. I'm taking the lander into orbit. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now, Go ahead. What's bothering you? this lack of communication, it takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes. It worries me too. Verbrannte Tafel. Okay, wir können aber nichts anklicken davon. Wir sehen es aber nur. Gut. Raus hier. Ist aber komisch mit den Rückblenden. Habe ich immer das Gefühl, wir machen keinen Fortschritt, sondern wir spulen zurück nochmal. Haben wir alle Geräte? Hier ist noch nichts. Okay. Hier ist noch nichts. Ah, okay. Wir müssen wahrscheinlich da lang. Ich glaube mal hier lang. So. Noch können wir auch laufen. Ah. So. Boah, geil. Heilige Scheiße, die Aussicht. Was? Boah, ich will Fotos machen. One step at a time, Yasna. One step at a time. Alter, wie geil das hier aussieht. Junge, Junge, Junge. Mach doch. Ich bin ja nicht selber vor Ort. Zu wenig grau. Ja, Alter. Auch ein schöner Bildschirmschoner, ne? F12 für Screenshots. Ja, aber das kannst du ja nicht so richtig, ne? Also, na klar, ich mache jetzt hier ein. So, hier. So. Und dann kann ich noch hier einen machen. Aber keiner wird wissen, dass es dieselbe Stelle ist. Geil. Boah, ich würde einfach gerne Urlaub machen. Damn, you were right, Cobble. It's beautiful here. Obwohl andererseits, wenn ich Urlaub mache und sitze nur da und sage die ganze Zeit, ist vielleicht nicht so cool. Dann lasse ich es vielleicht. So. Es hat Fotomodus.
Mhm. Dann gucken wir nochmal schnell. Ich mache eh zu selten Fotos in Spielen, ne? Habe ich das Gefühl. Okay, wo ist hier Fotomodus? Da. Aber kann ich nach oben auch? Warte, nach vorne. Foto machen. Nee, das möchte ich noch nicht. Nach oben bewegen. Warte. Okay, mehr nach oben geht nicht, aber ja gut. Foto machen. Was sind die Einstellungen? Kamera, Filter, drehen. Achso, das will ich gar nicht. FOV. Wow. Okay, Schärfentiefe. Lassen wir mal. Blende. Ich habe keine Ahnung. Lasse ich lieber auch mal. Autofokus, Filter. Ja, das ist das, was ihr haben wollt. Das ist das. Oh ja, so ist gut. Oh, endlich sind die Farben weg. Endlich haben wir wieder Tatortoptik. Das wollen wir haben. Ja. Das ist ja ein toller Filter. Boah, der sieht aber geil aus. Das ist so ein bisschen Hollywood-Filter immer, ne? Dieses Blau-Braun. Ja, und das ist das, wie ich immer denke, ja, so stelle ich es mal ein, so mögen die Leute das. Einfach, dass das Ding einfach die Iris frittiert. So. So, okay, ich mache mal ohne Filter. So. Kontrast, Vignette, Haltungen. Wir sehen uns ja eh gerade nicht, ne? Kamera, okay. Einstellungen. Plupp wieder zurück. Kameramodus umschalten. Also. Jetzt ist wieder, warte mal, ADEQ, warte. Aber wenn ich jetzt zurückfliege, kriegen wir trotzdem nicht alles drauf, ne? Weil das ist ja der Backdrop. Kamera drehen, ja. Ich krieg's halt eh nicht ganz drauf. Ich kann halt so machen. So. Den Felsen da ein bisschen raus. So, AD geht auch nicht weiter. FOV haben wir schon komplett rausgedreht. Guck. So. Haben wir schon gemacht, Leute. Ja, ist so schwierig, ne? Das ist Brennweite. Achso, da muss ich Schärfentiefe anmachen, glaube ich, ne? Das bringt aber auch nicht viel. Den Char einfach woanders hinstellen. Ja, ich glaube, ich versuche mal da hinten hinzugehen. Vielleicht bringt es ja was. Warte mal. Ich gehe noch mal kurz da hinten hin. Selfie können wir auch gleich machen, aber erstmal, ich hatte gern die beiden Sachen auf einem Ding. Und irgendwie, boah, hier sieht es aber auch geil aus. Okay, warte, wir probieren nochmal. Fotomodus. Ich mache eigentlich nie Fotomodus, weil ich immer das Gefühl habe, ich langweile Leute damit. Weh, einer sagt, das tust du auch. So, warte. Ich benutze Fotomodus viel zu selten. Das einzige Mal, dass ich das gemacht habe, war jetzt wirklich bei Starfield. So. Und da habe ich das, das war der beste Fotomodus, den ich gesehen habe. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, aber irgendwie, das bringt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir müssen noch weiter zurück, ne? Aber dann haben wir halt die ganzen Felsen. Wir müssten da nach oben. Aber können wir ja nicht. Ja, ich krieg das leider nicht alles auf ein Ding. Wir bräuchten 21:9, dann wird's gehen. Das ist halt abgeschnitten. Ist halt leider abgeschnitten. Ich könnte theoretisch. Wir können, glaube ich, nicht sehr weit nach vorne gehen. Nee. Ah, sieht auch cool aus, ne? Aber ich mag das nicht, wenn das so zentral ist. Der müsste eigentlich irgendwo... Ja, so ist eigentlich auch geil. Man kann mit der Cam rumfliegen, aber halt nur um seinen Charakter rum. So. Mach doch 2 Fotos und schneide die zusammen. Nö. Da bin ich so faul. Warte, ich guck mal, Einstellungen konnten wir nicht noch bei Haltungen. So sehen wir also aus. Haltung. Okay, warte.
Dann fliegen wir nochmal. Kann ich noch weiter nach unten? Ah, okay. Ich weiß noch nicht genau, ob das geil ist. Ah, nee, ist irgendwie nicht so richtig geil. Da sieht man die Hand halt nicht, ne? Aber eigentlich ist es schon ganz cool. So, die Hand hinter die Sonne. Einfach 10 Meter Arm. Ja, aber es ist schon ganz cool, ne? Das ist schon ganz nice. Und jetzt können wir natürlich noch, warte. Ah, wir kommen nicht näher dran, leider. Ah, schade. So. Oh. Gleich wird sie den Planeten essen. Okay, FOV verringern. Ja, du hast recht, das ist vielleicht eine gute Idee. Warte. Kamera, FOV, so. Warte, keine Sorge. So. Oh, ich muss das hier noch ausmachen, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, auch ganz cool. Ich finde es schön, wenn ich nach unten gucke, dass die Sonne dann nicht mehr blendet. Dass die Strahlen einfach weg sind, wenn man kurz nach unten ein bisschen guckt. Dann sind die Sonnenstrahlen einfach weg. Das ist clever. So funktioniert das also mit dem Licht. Ah, na gut. So. Okay, aber sieht cool aus und wir machen weiter. Geht zurück zum Spiel. So. Schon geil. Ach ja. Yasna, focus. What now? Das ist eine gute Frage. Was denn jetzt? Oh, man sieht kaum was in dem Ding. Warum ist das jetzt so dunkel? Weil es hier nichts gibt. So. Ich schau mal kurz hier. War das irgendwie... Ah, es ist schön. I have an object in sight. Die 5. Flagge? Feldflagge. This is where they searched the ocean's biocenosis. Meaning, oh, where they caught that fish, right? Yeah. They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. Just need to find the right route. Ich höre so Geräusche, als wenn das Vögel irgendwie manchmal. So. A straight route. Naja, ich meine, wir haben eh nur eine Route, ne? Wir können ja nicht großartig ausbrechen. Stimmt, vielleicht der Wind, der durch die Metalldinger pfeift. Das kann natürlich sein. Wobei die aber ein bisschen weiter weg sind. Oh, warte mal, was ist denn das da? Ich sehe da doch was. Ah. Oh, okay, kann ich da... Ich kann mich hier nicht runterdroppen lassen? Aber... Wieso nicht? Das sind Drohnenvögel. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. Ja, weil du dich nicht runterseilst. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Gut, gehen wir außen rum. Kein Seil dabei? Da liegt ja ein Seil. Oh, hier ist Müll. They stopped for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here, So, they didn't give a damn about the regulations. disrupting the ecosystem. No, that's not the point. Doch, that's the point. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor. But the mission's safety is at stake.
I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis III's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Negligible, actually. Security procedures exist for humans. The rule of integrity is for the sake of everything alien to us. We shouldn't place one above the other. What are you saying, Yasna? The mission and the safety of our people have the highest priority. Always. Weiß ich nicht. Eine sehr selbstgerechte Einstellung. Always? Are we really that self-righteous? Of course, Doctor. We must be the most important to ourselves. And they must be the most important to themselves. Whoever they will be. In the end, the strongest will survive. Isn't that how evolution works? Not in a biological sense, Astrogator. Besides, I'm not convinced if we should interfere with everything alien to us just because we can. Doctor, interference is at the heart of human nature. Man would still be a monkey if he'd only looked at trees instead of cutting them down. Yes, we have a nasty nature. I can't argue with that. Boah, ich liebe die Gespräche. Aber unseren Kollegen da oben, naja, da werde ich nicht immer seiner Meinung sein. Boah. Wir müssen wahrscheinlich da lang, aber ich will unbedingt hier gucken, oder? Doch, ich glaube, da hinten ist irgendwas. Oder sieht es nur so aus? Nee, es sieht nur so aus. Okay, da ist nichts. Das Game hat zwar seine Längen, ich finde es aber eigentlich gut. Es ist halt eine sehr ruhige Erzählweise und das ist eine Erzählweise, die wir heute gar nicht mehr gewohnt sind. Zwischen TikTok und Marvel-Film und bla, zwischen superschnellen Schnitten, Informationen, die immer in uns reingekippt wird. Ich finde es eigentlich gut. Das ist ein sehr starker Kontrast. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Und eigentlich mag ich es deswegen direkt noch mehr. So, ich will ganz kurz eine Sache probieren. Wo ist denn? Ah, hier. Kann ich ihn auch scharf stellen? Guck mal, sieht aus wie deine Haut. Wow, da muss man was gegen tun. Mal eine Creme benutzen oder so. Was ist denn da los? Oh. Viele Blackheads. So, gut. Und jetzt nochmal. Wir machen nochmal den Trump gerade. Ah, okay. Sagt der porige Onkel. So, einmal kurz einen Trump gemacht und jetzt gehen wir wieder. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Das Einzige, wenn man sich Zeit nimmt, dann wiederholen sie die Gespräche zwischendurch wieder. Weil wir mal wieder nichts geschissen bekommen haben, weil wir mal wieder in der Gegend rumgegafft haben, weil das Spiel so schön ist. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. This rate will reach the camp within an hour. Ich hätte mich auch runterlassen können. Ich meine ja nur. In einer Stunde. Okay. Das war der andere Weg rum. Da liegt aber nichts, also gehe ich da nicht lang. Ja, Luna ist, glaube ich, nicht bei uns. Ne? Passage. Excellent. Please speed ahead. You still have a long way to go. Well then, you should save your breath, Astrogator. Wo ist denn Luna abgeblieben? Das ist eine gute Frage. So, hier geht's lang. Ich gucke hier auch mal. Da ist schon wieder Wasser, da muss ich wieder reingehen, weil das eine gute Idee ist. Ich glaube, wir schwimmen gerade. Ach ja, wir sind ja gerade immer noch im Rückblick. Oh, das habe ich auch ganz vergessen. Stimmt ja. Wir sind ja immer noch im Rückblick. Oh Gott. Ich eile. Ich eile. Ups. Ich war so gefangen im Augenblick, dass ich die Zeit vergessen habe.
Ich habe selten die Gelegenheit, durch meine eigene Vergangenheit zu laufen. Ah, schön. Das muss man genießen. Kommt auf die Vergangenheit drauf an. Das sind die schwarzen... Wir kannten die schwarzen Blumen schon? Aber wir haben die vergessen, offenbar. Oh. Yasna? Everything's all right? What is this? Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Ich glaube, die sind nicht metallisch. Ich glaube, die sehen nur metallisch aus, weil die Blätter so feingliedrig sind, dass die Linien sehr nah beieinander sind und deswegen sehen die massiv aus auf der Anzeige. Ich glaube, die sind nicht wirklich metallisch. Wie wir vermutet haben. Also ihr, ich ja nie. Oh, ich muss da raus. Oh. Oh. I feel nauseous. Suddenly. That's not it. I feel darkness. Hang on. Jetzt nochmal. Wir kommen eh nicht weiter, ne? Oh, hier vielleicht. Ja. Da. Oh, nein, nicht berühren. Oh! Haben wir das gerade einfach abgebrochen? Ist das eine gute Idee? Okay, da sind wir wieder in der Gegenwart. Das eben waren gerade Bilder aus unserer Jugend, damals noch, als wir auf dem Planeten gelandet sind. Are you there? Over. I guess that's a no. So. Ich weiß nicht, ob es noch weitergeht. Wir sind nicht da aufgewacht, wo wir gerade hingefallen sind. Also kommt bestimmt noch eine Sequenz zwischendurch. Breathe! What's going on, sir? Oh nein. Astrogator? Der nächste stirbt. Dr. Yasna. I tried to resuscitate him, but... No, please. Koval? Dr. Krauser. How? There was nothing wrong with him. Hypovolemic shock. He bled out during the flight. I still don't understand. He wasn't hurt. His injuries must have occurred later. I found him like this when I entered Hopper. I can't believe it. It was that damn robot. He must have dropped the doctor. Killed him. No, Yasna, I, as commander, misjudged the situation. Everything indicates that the doctor had an accident after he left the camp on his own. I should have known he was endangering himself. Oh, wie cool das hier aussieht. Ich wollte jetzt aber die Schuld auf den Roboter schieben. Weil es dem am meisten egal ist. Was ist denn das? Guess I know where Gronkh was going. Okay. Hey, jetzt können wir das Kletterseil nehmen? Ach, jetzt ist es gut genug, ja? Jetzt ist es... Na gut, dann nehmen wir das Kletterseil mal. I confirm. Gronkh was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way.
Why hasn't he yet? Naja, warum wohl? Der ist im Kopf wahrscheinlich auch durchgeorgelt. Wie alles hier. Going down after him. Tell me one thing, sir. What did you do with Crowther's body? I placed him in a cryochamber. Are you gonna use a grave tap? Yes, I'm considering that as a possibility. What is your opinion? Should we look into their heads? The more we learn, the better chance we have to help Koval. Let's use... Hä? Aber das Gespräch! Das... One sec. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean? Well. I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. Can you go back? Using just my hands, strapped with all this extra weight? No, not a chance. What if you sway? Mach ich gleich. Oh Mann. Ich wollte das gerade fotografieren wegen dem Schatten. Ist irgendwie so lustig. No good. I can't reach anything. Ah, okay. Any other ideas? Die Sonde. Droni? Droni. Springen? I can just jump off. Is that safe? A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything... Yeah, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. Ach, die macht Fotos. Okay, this is a waste of time. You only die once. Here we go. Ich habe versucht, optimistisch zu bleiben. Did you fall? I jumped. Status, please. Can you walk? Yes. Fußball. No fractures. Please stop for a moment. Okay. Make sure you're all right. No, there's no need for a delay. Dr. Gorski is waiting. Gut. Easy. Wir sind jetzt ungefähr 10 cm kleiner, weil die Wirbelsäule gestaucht ist, aber das ist egal. Da kommen wir besser durch die Höhle hier. With Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Boah. Communications blew up shortly before he got here. He didn't take a tent. Anyway, what's the idea of doing it alone? This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that... No. There's no point in jumping to conclusions yet. Left or right? Brücke, Abstand. Oh shit, the telemeter glass cracked. I wouldn't worry. What matters is that you're fine. Anyway. Abstand, Brücke. Dr. Gorski set up the flags. So, he kept going, despite the lack of communication with the rest. You'd have to see it with your own eyes, sir. This place. Gorski may have lost himself in his discovery,
Are you joking, Doctor? Lost himself, Gorski. He may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground. I think he must have discovered something. And since he suffers from excessive ambition, he's capable of stupid acts in the name of a breakthrough. Well, I admit, that sounds more like him. You must trace his steps, Doctor. I'm working on it. Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski. No, none. Why are you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. There's nothing on the comms, but I'll check the record history. Please give me a moment. Moment. Ich will auch ein Foto machen gleich. Kann ich jetzt schon machen, ne? Kurz Fotomodus und dann, Ich glaube, will ich uns überhaupt mit drauf haben? Nee, ne? Okay, warte. Nicht Foto machen, sondern wie stelle ich nochmal Dingens aus mit Tab? So. Ich mache einfach so. Das sieht schon gut aus. Und ich kann auch F12 für Steam mal nochmal schnell. So. Screenshot für Invincible. So, und weiter zum Spiel. Oh, was mit dem Helm auch geil aussieht. I'm still wondering. There's no time to hesitate, Doctor. We need to take decisive action. Oh Gott. Okay, warte. Ja, nun, das, okay. Warte. Einmal nach unten. Das wird ja auch gehen. Aber ich finde sie eigentlich fast schon störend. So. Okay. Wir gehen mal hier lang. All right. I'll try to walk this kind of bridge. Huh? That's all Gorski has left of oxygen, at best. Oh. And at worst? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. If I remember correctly, the atmosphere here is breathable. Basically, yes. Dr. Krauter, however, warned that the methane content... I know. But the effects won't be immediate. That gives us a few extra hours. Nicht grau genug. So, was haben wir denn hier? These constructions don't have a clear division into functions. They're huge, complicated, and uniform at the same time. Do you have any idea where all this could have come from? I'm aware without tests you can't do much. But let's say on first inspection. If metamorphism and other natural factors are to be excluded, there is only one conclusion. Someone or something must have put them here. But who? The Alliance? Because you don't need to say... Oh, I do. I suspect the surface of Regis III was once inhabited. Ich mach jetzt nochmal. So, hier ist noch was gewesen, ne? Strukturen. Pando. It's a bit like Pando. Pando? What? I have no idea what you're talking about, Doctor. A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest? Huh, that does sound bizarre. Though maybe. Ja, finde ich auch den... Also von dem, was man sieht, finde ich das eigentlich den, naja, logischsten Rückschluss. Auch, dass es von alleine wächst. How's the terrain? Boah. The structures, are they still everywhere? Yep, wherever I look, there's metal.
Dead Metal Forest könnte eine neue Metal-Band aus Finnland sein. Oh, oh, oh. Ich hoffe, das rostet hier nicht. Oh, oh. Oh Gott! Yasna, what's going on? Oh Gott! Es rostet. I need to get out. Aber nicht aufstehen, ich würde wie bei Eis möglichst viel Fläche bedecken. Oh! Again. Maybe you should use the detector. Will indicate the thickness of the Oh ja. structures. Oh, okay. Das ist eine gute Idee. Hä? Detektorabstimmung. Aber, dass er instabile Strukturen aufweist. Ja, aber... So? Okay. Das geht. I can see a safe route on the detector. Kann ich eine Safe Route sehen? Ja. Ehrlich gesagt sieht das ja überall ziemlich schäbig aus, aber ich gehe mal hier lang. Das geht also, okay. Cool. I'm gonna sound like a broken record, but the oceanic forms here are similar to those on Earth. So there should be similarities on land as well. Similarities? Life, Astrogator. I still think there should be life on the surface of Regis III. Dann gucken wir mal, ob wir hier rüberkommen, ohne einzubrechen. So. Und ja, stimmt, die Fische leben ja auch, ne? I found something after all. From Gronkh. It's hard to tell. There are errors in the transmission header. I'm going to play it, so we'll find out. Gronkh to base. I repeat, this is Gronkh. Base, come in. No doubt, it's him. Now let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Bugger. No confirmation again. I report. I've made an amazing discovery. Geometric structures that... A thicket of bushy, pointed rods and slats. Mostly iron, but not only. Molybdenum, carbon, tungsten. Altogether similar to a giant integrated circuit. A million swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Some kind of information collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. It makes me think of the Lyrans. A race of extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They sent ships. The remains of those ships have been found, ashed to a chip glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay, moving on. Readings. Well, that's it. What follows is just a humming noise. Any thoughts, Doctor? So far, it all leads to one conclusion. This is not a place for a man. Nor for any humanoids. Then who is it for? Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans. As far as I know, all information about the Lyran civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. Warte. Well, I think there might be something to it. By the way, you were right, Doctor. Gronkh did lose himself in his discovery, in spite of everything. Ich muss gerade an Deep Thought denken. Falls das jemandem von euch was sagt. Deep Thought. Daran musste ich gerade denken.
dass vielleicht, also es sieht nicht so aus, ne? 42, genau. Es sieht nicht so aus, weil ganz ehrlich, hier fehlt jegliche logische Struktur, aber für das menschliche Auge vielleicht. Vielleicht wäre der Planet ein Computer. Eventuell. Verlassene Gegenstände. I found some abandoned items. What items? What do you have there, Yasna? Ah, ich bleib positiv. A telemeter and opened food rations. So he couldn't have gone far. Why would he leave his equipment behind? Well, maybe he planned to come back soon. I can see the relay up close. Looks broken. Such damage could be caused by a local meteorological phenomenon. A severe thunderstorm with litho and electrometeors. So, the weather is to blame for all of it. Well, I can't think of a better explanation at the moment. At least his device is in working order. The telemeter. Oh, right. Yours is broken. I think I'll borrow it. Go ahead, Doctor. It's issued equipment, so I wouldn't even call it borrowing. Ich meine, wir brauchen es ja gerade, um ihn zu finden, ne? Ich hoffe, der wird es nicht vermissen. Ey, ich dachte, ich nehme es mit. Wie? Ich dachte, wir borrowen uns das. Nah, actually it's fine. I'm already used to the cracked one. Wow, da habe ich ja die Wahl gehabt. Naja, gut, okay. Ich gehe mal weiter hier durch. Das sieht aus wie ein Borgkubus hier drin. Das ist alles Glasfaser. Ach, das ist die Drohne mit dem Licht. Ich dachte, boah, leck mich am Arsch, was? Oh, hier könnte ich Eisen abbauen und einschmelzen. Puh. Alter. Entschuldigung, muss, heilige Scheiße. Ah. Ein Handabdruck, da ist jemand hingefallen. There are more traces. This time handprints. And a drop detector. What? Did I hear you right? Yes, sir. You heard me right. As if he fell and then crawled on all fours. Aber nur kurz. Bloodstains? No. Luckily, nothing like that. Okay, das sieht krass aus. Aber das Metall, ich meine, auch wenn es wächst oder keine Ahnung, das sieht auf jeden Fall nach einer gewachsenen Struktur aus. Das muss ja auch aus irgendwas entstehen. Boah. Hahaha, Menschenhumor. Fällt mir dabei gerade ein, wenn ich das so sehe. Boah, puh. Will ich hier schon rüber oder will ich drüben erstmal gucken? Ich will erstmal drüben gucken. So. Ich glaube, hier kommen wir nirgends weiter, ne? Obwohl hier. This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Nein, das schaffst du schon. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Ah, das sind unsere Fußspuren. So. Ich wollte gerade sagen, aber das sind unsere. Also, ich mache mal kurz Folgendes. So. Da musste wieder jemand ganz kurz eben sich beruhigen. So. Ja, die meisten Dialoge hatten wir schon mal. Wieso kann ich nur jede Stunde was in den Chat schreiben? Elisabeth, weil du sehr, sehr langsam schreibst. Kein Durchgang. Ach so. Oh.
Aber eigentlich müsste es eigentlich jede Minute sein oder so, ne? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Okay, warte. Sind das unsere Fußspuren hier? My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Gruß geht raus an alle, die gerade geschrieben haben, wir haben schon gewechselt. Wir haben jetzt das heile Ding und hätten das kaputte wieder mitgenommen. Gruß geht raus, ne? Ich wollte es nur sagen. I found something. Again. I'm listening. Hier ist noch mehr Zeug. More of the same stuff. Gorski's things. More traces. Fine. Actions devoid of logic. Back in the camp, you reported Merritt's abandoned things. A backpack and a journal, yes. This scene looks disturbingly similar. Alles zurückgelassen. Gefährlicher Abgrund. No one of sound mind would decide to go down this way. And yet Gorski